In der Karibik gibt es bekanntlich einige Länder, wo du per Citizenship, per Investment einen Zweitpass, eine Staatsbürgerschaft erwerben kannst. Bald wird es möglich sein, dass du mit einem solchen Pass in bis zu 15 Ländern in der Karibik dort leben kannst. Und was es damit auf sich hat, das wollen wir in diesem Video mal weiter ergründen. Antigua und Barbuda, Dominica, Grenada, St. Kitts and Nevis und St. Lucia bieten alle Passportprogramme an. Also dort kannst du einen bestimmten Betrag investieren oder auch spenden und dann bekommst du die Staatsbürgerschaft in diesem Land. Das alles ist recht einfach, geht ein paar Monate und unter der Annahme, dass du keine Vorstrafen hast und ein sauberes polizeiliches Führungszeugnis, dann wirst du diese Staatsbürgerschaft bekommen. Für viele Mandanten ist das eine wichtige Option, ein wichtiges Planungstool für einen Plan B. Man denke nur an eine Situation wie eine neue Pandemie. Dann möchte man vielleicht einen Ort haben, wo man garantiert einreisen kann und dann dort als Staatsbürger auch, wie gesagt, eine gewisse Zeit, ich sage mal, überwintern kann oder eben etwas aussitzen kann, wie eine solche globale Pandemie, ohne jetzt hier von ganz erheblichen Restriktionen betroffen zu sein. Wir haben tatsächlich Mandanten, die das gemacht haben, nicht mal in einer der Länder, die ich jetzt gerade eben genannt habe, aber zum Beispiel in Tahiti und haben dort ohne irgendwelche Restriktionen die ganze Zeit gelebt, gearbeitet, in einer wunderschönen Umgebung. Eine solche zweite Staatsbürgerschaft ist also durchaus eine Maßnahme, die viele Mandanten erwägen, sei es eben nun für eine solche Pandemie oder irgendeine andere Krisensituation, wo die Grenzen auf einmal dicht gemacht werden. Man weiß ja nicht mehr, was man heute noch so genau erwarten kann und man will auf alles Mögliche vorbereitet sein. Ein großer Nachteil war bisher für viele Mandanten, dass man sich das nicht hat so richtig konkret vorstellen können. Ja, also mal angenommen, ich kaufe mir jetzt hier eine Staatsbürgerschaft in St. Lucia. Das ist so eigentlich die günstigste unter denen, die ich genannt habe. Was heißt das dann konkret? Ich meine, St. Lucia ist eine wunderbare Insel, ganz klar. Aber erstens ist sie nicht steuerfrei. Und zweitens ist sie natürlich auch nicht sehr groß. Wir kennen dort wunderbare Hotels, aber wie gesagt, also wenn man dort eine längere Zeit verbringen muss, wird es einem dann vielleicht doch zu langweilig. Was viele Mandanten nicht wissen, ist, dass es dort im karibischen Raum mehrere Organisationen und Staatenverbünde gibt, die eigentlich vielfach der Europäischen Union ganz ähnlich sind. Reden wir also zunächst mal von dem kleineren Staatenverbund, die sogenannte Organization of Eastern Caribbean States, OECS. Folgende Länder sind Mitglieder bei OECS: Antigua und Barbuda, Commonwealth of Dominica, Grenada, Montserrat, St. Kitts und Nevis, St. Lucia und St. Vincent and the Grenadines. Tatsächlich besteht zwischen diesen Ländern Personenfreizügigkeit, wie auch in der EU. Wenn du den Pass für eins dieser Länder hast, für eine dieser Inseln, kannst du in allen anderen Inseln leben, arbeiten und Firmen gründen. Es könnte also zum Beispiel interessant sein, dir die Staatsbürgerschaft von St. Lucia zu kaufen, die ja die günstigste ist, da zahlst du 100.000 US-Dollar. Und dann zum Beispiel umzuziehen nach St. Kitts and Nevis, was absolut komplett steuerfrei ist. Und dann vielleicht noch ein bisschen Zeit auch auf den anderen Inseln zu verbringen. Nochmal, wir sehen immer wieder, dass es hier unseriöse Angebote gibt, die dann behaupten, man würde mit einem Pass letztlich hier Pässe in allen anderen dieser Staaten auch bekommen. Das ist nicht korrekt. Es ist letztlich so wie in der Europäischen Union. Du hast einen deutschen Pass und kannst dann in Italien, Spanien, Frankreich leben. Das Gleiche gilt eben hier auch. Jetzt wird es aber noch viel interessanter. Es gibt noch einen anderen Staatenverbund in der Karibik, der ist noch viel größer als OECS und das ist die sogenannte Caribbean Community oder man sagt auch dazu CARICOM. CARICOM insgesamt sind 15 Länder, darunter auch so wichtige Länder wie zum Beispiel die Bahamas, die jetzt ja im Vergleich zu den anderen Inseln sehr viel größer sind. Also nur um zu sagen, zum Beispiel
Die Bahamas bestehen ja insgesamt aus 900 Inseln, sehr weit verstreut. Vollmitglieder von CARICOM sind Antigua und Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, Montserrat, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Surinam, Trinidad und Tobago. So, und all diese Länder haben nun beschlossen letztlich, dass sie hier Personenfreizügigkeit innerhalb der Union herstellen möchten. Eigentlich war das schon angekündigt für Ende März 2024, aber wie es eben bei politischen Verhandlungen so ist, es lässt noch auf sich warten. Man muss auch sagen, dass einige Staaten der vollen Personenfreizügigkeit nicht von Anfang an zustimmen wollen. Da ist man so ein bisschen an die Personenfreizügigkeit in der EU erinnert. Dort konnten ja auch erst letztlich manche Osteuropäer, zum Beispiel in Deutschland, einige Jahre später erst sich niederlassen. Hier ist es genau das Gleiche. Nun kannst du also, wenn du diesen Pass in unserem Beispiel erworben hast für St. Lucia, diesen günstigsten Pass, in all diesen Ländern hier arbeiten, dich niederlassen und Firmen gründen. Und es wird noch besser, denn sogar weitere Länder wollen jetzt hier zu diesem Staatenverbund hinzustoßen. Ganz besonders hier Beachtung schenkt man am besten Bermuda oder auch den British Virgin Islands. Vielleicht kommen auch die Cayman Islands dazu, wer weiß es. Auch hier muss man sagen, was Personenfreizügigkeit betrifft, würde ich mir nicht allzu viele Hoffnung machen, dass die Letztgenannten hier sofort mit dabei sein werden. Das sind ja hochentwickelte Inseln mit einer sehr wohlhabenden Bevölkerung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier dem zustimmen, dass hier so ohne weiteres jeder andere Bürger aus einem der anderen Inselgebiete hierhin umziehen kann. Aber immerhin, das ist so die Entwicklung, die wir jetzt gerade hier verfolgen. Das heißt also für dich konkret, wenn du nur einen Pass erwirbst aus einem dieser genannten Länder, aus einem dieser 5 Länder, die ich vorhin gesagt habe, St. Lucia, wie gesagt, ist die günstigste Staatsbürgerschaft, dann kannst du dich in den anderen 5 Ländern zunächst niederlassen und demnächst dann eben auch in einem dieser 15 Länder, die Mitglied von CARICOM sind. Und wer weiß, wer da in Zukunft noch hinzustoßen wird. Du bist also nicht festgelegt auf ein bestimmtes Land. Du kannst dir ein Land aussuchen in Abhängigkeit dessen, was deine Präferenzen sind. Ich sage mal zum Beispiel steuerliche Situation, aber auch Vermögensplanung und diese Dinge sind ja alle doch sehr wichtig für unsere Mandanten. Du hast also wirklich damit einen gewissen Grad an Flexibilität. Vielleicht kann man sich auch dann einfacher vorstellen, in der Region dann letztlich ein Event wie eine weitere Pandemie hier zu überwintern, sage ich jetzt mal. Wenn also das Thema zweite Staatsbürgerschaft auch für dich ein Thema ist und du hier an deinem Plan B arbeiten möchtest, um dich abzusichern gegen die Dinge, die da noch so kommen mögen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei helfen, ins Ausland umzuziehen, ihre steuerliche Situation zu optimieren, neues Vermögen im Ausland aufzubauen und bestehendes Vermögen zu sichern. Ich würde mich freuen, auch dich bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.